schön, dass ihr wieder bei TUS Kochtour eingeschaltet habt. Um die kuschelige, schöne Winter- und Adventszeit einzustimmen, möchte ich gerne euch heute eine schöne und leckere Walnusstorte zeigen. Diese Torte, die besteht im Inneren aus einem Biskuitteig und einer Mascarpone-Creme mit Sahne. Und nun zeige ich euch die Zutaten dazu, was ihr benötigt. Für den Teig benötigen wir 4 Eier, 100 Gramm Mehl, dann 50 Gramm gemahlene Walnüsse, dann 120 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Teelöffel Backpulver und ein Teelöffel Vanilleextrakt. Als erstes werde ich jetzt eben die Eier in meine Küchenmaschine geben mit dem Salz und werde das Ganze weißcremig ausschlagen. Salz, mein Vanilleextrakt, schlag das kurz auf. Und jetzt riesel ich den Zucker nach und nach hinzu. Als nächstes gebe ich jetzt mein Backpulver in das Mehl hinein, werde das Ganze vermischen. Und werde das jetzt dann in die Eiermischung dann sieben. Und das werde ich jetzt langsam vorsichtig unterheben. So, und jetzt werde ich eben die Walnüsse auch leicht unterheben. Ganz vorsichtig. Nun habe ich hier jetzt eine Backform, habe die Backform auf 20 cm gestellt und jetzt werde ich den Teig dann hier reingeben und bei 175 Grad bei Ober- und Unterhitze für ca. 25 Minuten backen. Am besten ihr macht jetzt dann auch danach die Stäbchenprobe. So, jetzt verteile ich das gleichmäßig. Und so gebe ich jetzt das in den Backofen. Währenddessen kann ich jetzt auch die Füllung vorbereiten und für die Füllung benötigen wir 500 Gramm Mascarpone, 400 Milliliter Sahne, 50 Gramm gehackte Walnüsse, 8 Teelöffel Sahnepart und 20 Gramm Kakaopulver. Als erstes werde ich jetzt die Sahne mit dem Sahnepart aufschlagen und das Ganze dann kühl stellen. Von dem Sahnepart gebe ich jetzt 4 Löffel hinzu, also 4 Teelöffel. 1, 2, 3, 4 und den Rest werde ich später zum Mascarpone geben. Die Sahne wäre jetzt so aufgeschlagen und jetzt fülle ich das um und lege das dann in den Kühlschrank hinein. Als nächstes gebe ich jetzt die Mascarpone in meine Schüssel hinein. Dann eben Sahnepart, Kakaopulver und werde das kurz vermischen. Jetzt werde ich die Mascarpone-Creme in eine Schüssel umfüllen. So. Ist auch fest, ist weiterhin nicht schlimm, weil nachher gebe ich ja noch die Sahne hinzu.
Nachdem die Sahne jetzt kalt gestellt ist, werde ich die Sahne jetzt unterheben. Jetzt werde ich die Creme halbieren und nur in der einen Creme werde ich dann die Walnüsse hinzufügen und vermischen. Als nächstes werde ich die Ganache vorbereiten für die Füllung und dazu brauchen wir 50 Milliliter Sahne und 150 Gramm Zartbitterschokolade. Ich werde jetzt in meinem Topf die Sahne hinzugeben. Das Ganze werde ich dann aufkochen und dann die Schokolade hinzufügen und umrühren, bis es dann geschmolzen ist. Nachdem ich jetzt alles vorbereitet habe, werde ich meine Torte zusammensetzen. Ich habe auch jetzt meinen Kuchen in 3 Teile geteilt und werde jetzt den ersten Boden den ersten Boden auf Kuchenplatte gelegt. Und jetzt werde ich zur Hilfe einen Tortenring nehmen und das darüber geben. So, jetzt werde ich die Ganache darauf streichen. Als nächstes werde ich jetzt die Walnusscreme darauf geben und glatt streichen. Den zweiten Boden habe ich bereits dann auch schon reingelegt. Jetzt habe ich die Ganache auch schon hineingegeben und werde das jetzt dann auch glatt streichen und wie gesagt wieder die Mascarpone dann darauf geben und glatt streichen. Nun den letzten Boden gebe ich oben drauf. Und gebe mir jetzt noch mal eine dünne Schicht von der Creme drauf. So, und jetzt ist die Torte auch so fertig und jetzt werde ich das Ganze noch in den Kühlschrank stellen für ca. 2 Stunden. Nun werde ich jetzt meine Walnüsse für die Dekoration goldene Farbe nehmen, also Lebensmittelfarbe, und werde die mir dann schön anmalen. Und nun werden meine 2 Töchter mir dabei helfen, die Walnüsse anzumalen. Bitte schön. Ihr macht das richtig toll, hey. Gerade in den Rillen auch, besonders mit Gold reinmachen. Das ist so gut, Mama. Ja, richtig toll. Ja, ja, ihr macht das richtig toll. Richtig schön. Als letztes werde ich den Drip vorbereiten und dazu benötigen wir wieder Ganache. Da habe ich jetzt wieder, wie vorhin, 150 Gramm Zartbitterschokolade genommen und 50 Milliliter Sahne. Nach 2 Stunden sieht die Torte jetzt so aus. Jetzt werde ich das vom Tortenring entfernen und werde dann den Rand mit der Creme dann einstreichen. So.
Nachdem ich die Torte jetzt fertig eingestrichen habe, werde ich jetzt die Schokolade bzw. die Ganache in Spritzbeutel füllen. So. Wichtig dabei ist, dass die Ganache handwarm abgekühlt ist. Jetzt werde ich mir so ein Löchlein hineinschneiden, also ein kleines, nicht zu groß. Und jetzt werde ich mir den Rand so runterfließen lassen. Und jetzt werde ich das Ganze mit der Schokolade füllen. Und werde das dann auch glatt streichen. Und nun werde ich den Kuchen jetzt für 10 Minuten noch in Malz in den Kühlschrank stellen. Nach 10 Minuten werde ich den Kuchen wieder aus dem Kühlschrank nehmen und werde jetzt die restliche Creme in den Spritzbeutel geben mit dieser Sterntülle hier. Und dann werde ich da die Dekoration machen. Und das letzte Tüpfelchen. Und als letztes werde ich meine Walnüsse dann auf die Sahnehäufchen dann tun. So. Und so habt ihr eine schöne, leckere Walnuss-Strip-Cake. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Richtig lecker, weil da ist der Crunch auch mit drin, eben mit den Walnüssen. Lecker. Richtig toll. Ja. Gut. Also. Tschüss.